Ja, ich kann mich aus den 80er Jahren noch erinnern. Man könnte hier schon leben. Also es war eine Markthalle, aber es sah ein bisschen anders aus als heute. Man könnte hier verschiedene Lebensmittel kaufen. Dann wurde sie für ein paar Jahre zugemacht, was ja schade war. Und Gott sei Dank gab es Leute, die es wieder zum Leben errufen haben. Das ist super. Also wir haben hier in der alten Markthalle auf dem Samstagsmarkt meistens kleine Produzenten, sehr viele Bauernfamilien und kleine Importeure. Das Wichtigste bei uns ist, da wir auch für die Qualität der angebotenen Lebensmittel haften möchten, das ist wichtig bei der Arbeit, dann müssen wir die Leute auch persönlich besuchen. Bei Landwirten sind wir immer interessiert, wie die leben, wie die Farm aussieht, wie die funktioniert, was benutzen sie und so weiter. Und dasselbe gilt auch für Produzenten. Also das Persönliche ist uns sehr wichtig, dass wir die Leute kennenlernen, die Art und Weise, wie sie leben, wie sie produzieren. Wie gut kennen Sie diese Leute? Sehr gut. Persönlich auch, oder? Ja, das sind viele persönliche Beziehungen. Allmählich ist es seit 6 Jahren, dass es dieses Markt gibt. Also wir kennen uns, auch die Familien, die Geschichten der Familie, alle Sorgen, alle gute Sachen, also Geburtstage, alles. Also wir teilen viel. Wir sind zwar 30 Jahre schon nach der Wende, aber diese Geschichte der Landwirtschaft war so verändert, dass die Landwirte eigentlich, hauptsächlich die kleinen Landwirte und die Bauernfamilien vom Null anfangen müssten. Also es gibt sehr viele, auch sehr viele junge Leute aus der Stadt, die ausziehen und sich diese Lebensart freiwillig wählen und die möchten sich Landwirtschaft widmen, das ist sehr gut, gehen aufs Land leben, aber es ist wichtig, dass die Konsumenten solche Lebensmittel suchen, dass die Konsumenten die Qualität verstehen und dafür braucht man Zeit. Also 30 Jahre, glaube ich, sind sehr wenig. Und wir sind froh, dass wir nicht die Einzigen sind, die solche Märkte machen. Und es werden immer mehr in der Slowakei. Also das hängt auch damit zusammen, dass die Leute die Qualität immer mehr suchen und immer mehr solche Lebensmittel bevorzugen. Ich glaube, unser Samstagsmarkt hat eine sehr starke Kommunität allmählich ausgebaut. Aktivitäten für kleine Kinder, Kindertheater, das jeden Samstag stattfand, haben wir dann eine Kommunitätsküche, wo Ausländer, also ausländische Kommunitäten, jeden Samstag kochen und man kann Mittag essen und sich hinsetzen, Wein trinken, Kaffee trinken, Freunde treffen und so baut sich die Kommunität auf. Dann, wie ich schon erwähnt habe, viele haben Freunde unter den Verkäufer gefunden und kommen regelmäßig, die beschenken sich auch oft oder wechseln sich Produkte aus dem Garten mit verschiedenen, mit Flasche Wein oder ein Stück Käse. Und ich finde, es ist sehr gut und eigentlich einzigartig, dass so eine Kommunität um die Markthalle besteht. Und es kommen die Leute immer gerne am Samstag einzukaufen und Freunde zu treffen. Es gibt auch verschiedene Leute, nicht nur Ja. die Junge oder nicht nur Nein, wir haben auch ältere Leute, also die hier leben in dieser Gegend und kommen regelmäßig zu uns. Jetzt ja die Familien mit kleinen Kindern nicht so oft, aber sonst sind die jeden Samstag hier, auch wegen dem Theater, wegen dem Kinderspielplatz, das wir hier normalerweise haben. Und halt bleiben stundenlang und das ist schön, weil die sich hier gut fühlen. Ja, viele Aktivitäten, ja, Piano, wir haben Musik, also es ist echt, man kann sehr viel hier erleben.